Ich habe dieses Mal vor, mir Kerzenhalter zu basteln und im Anschluss werden meine dann auch noch herbstlich dekoriert werden. Ich habe jetzt hier noch einen kleineren Kerzenhalter und der hat hier oben einen Durchmesser von 2 cm. So, dann habe ich hier eine Bohrmaschine. Der Bohrkopf ist einen Tacken größer als hier dieser Kerzenhalterstiel. Und damit bohre ich mir jetzt hier in mein Stück Holz ein Loch hinein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber der Bohrkopf hatte jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 4 mm. So, dann habe ich jetzt hier etwas Plattenmoos am Start. Ich muss mir das jetzt hier mal eben, ich sag mal so grob zurechtzupfen. Muss jetzt hier nicht zu 1000% sein, einfach so grob. Ich will das jetzt hier so einigermaßen mittig gleich haben mit dem Plattenmoos. Man könnte das jetzt theoretisch gesehen auch mit der Heißklebepistole nochmal hier separat befestigen. Aber ich würde mal sagen, das darf ruhig so ein bisschen plüschiger alles bleiben. Ich hatte auch erst noch darüber nachgedacht, wie bei einem anderen Video mit einem Ast, hier mit Steckschaumasse zu arbeiten. Aber das spare ich mir jetzt. Das ist eigentlich jetzt unnötig. Ich muss mal eben hier selber gucken. Ja doch, das sieht süß aus. So, dann haben wir hier eine, Ballhortensie. Die schneide ich mir jetzt erst einmal zurecht. Und auf meinem Arbeitstisch ist eine kleine süße Spinne am Krabbeln. Die muss ich hier gleich mal retten. Bei den Ballhortensien, da könnt ihr auch ruhig ordentlich was abschneiden, was die Stiellänge angeht. Das ist nicht so wie mit den Bauernhortensien. Und wo ist jetzt hier diese kleine Spinne hin? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich habe hier auch noch getrocknete, die sehen von der Farbe her genauso aus wie die hier auch. Kann ich euch gleich mal zeigen. Das machen wir jetzt hier mal eben alles wieder raus. Zack. Jetzt mache ich mir hier aus diesen Ballhortensien mal, ich sag mal so eine Art Knuddel. Einfach hier so ineinander. Ja, der Stiel ist sogar noch einen Tacken zu lang. Ist aber jetzt auch eine Deko, habe ich so auch noch nie gemacht. Insofern verzeiht, wenn ich mich hier ein paar Mal jetzt wiederhole. Ich bin auch gerade ein bisschen aufgeregt, was diese Deko angeht. Ich kann ja nicht mal sagen, warum, ist halt so. Machen wir uns hier einfach so ein Knuddelchen raus. Nur darauf achten, dass man halt die Stielenden nachher nicht sehen kann. Nehmen wir noch ein bisschen was hinzu. So. Na, da war noch der Ast. Jetzt müssen wir hier das Löchchen finden. Vor allem, wie cool bin ich denn? Der war gerade gut. Natürlich die Hortensien auf das Moos und nicht unter das Moos. So, Friemel, Friemel. Der war jetzt echt gerade gut. So, dann kann man hier eine Kerze platzieren. Zum Thema Kerze, die war hier nicht schmal genug, als dass die hier in den Kerzenhalter hineingepasst hätte. Ich habe dann wirklich eine Weile immer so die Kerze halt hineingedreht. Und wer natürlich jetzt auf 100% Sicherheit gehen möchte, der nimmt dann lieber anstelle von diesen normalen Kerzen eine LED-Kerze. Aber ich drehe jetzt sehr viele Videos auch mit Kerzen. Wenn ich da jetzt jedes Mal so eine LED-Kerze kaufen würde, das ist mir schlicht und einfach, ich sag's wie es ist, einfach, mir persönlich wäre es jetzt zu teuer, für jedes Video jetzt LED-Kerzen zu kaufen. Ich bin jetzt dabei, nach und nach mir LED-Kerzen zu kaufen. Aber wundert euch nicht, es werden jetzt auch viele Videos kommen mit echten Kerzen. Und davon mal abgesehen, ich lasse die brennenden Kerzen auch echt nicht aus den Augen. Sicherheit geht nun mal vor. Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt hier gerade, sonst nehmt einfach LED-Kerzen. Ne? Mittlerweile sehen die auch ganz gut aus. Und dann werde ich mir jetzt hier mal Gedanken machen, wie ich das eventuell noch weiter dekorieren könnte, aber nur eventuell. An weiteren Materialien kommen jetzt amerikanische Eichen hinzu. Dann haben wir hier Bucheckern, Zierquitten und ich habe hier auch noch etwas Eukalyptus. Den muss ich mir jetzt allerdings auch noch ein klein wenig zurechtschneiden. So, den Rest lasse ich jetzt erstmal dran. Ich bin am Überlegen, ob man die einzelnen Blätter vom Eukalyptus nicht auch mal verwerten könnte. Das hier mal irgendwie abtrennen gescheit. Ja, warum eigentlich nicht? Da mache ich mir jetzt mal gleich Gedanken, wie ich die einarbeiten könnte. Und diese ganzen Materialien, komm mal her, werden jetzt ganz entspannt mit der Heißklebepistole befestigt werden. Ich würde jetzt vorzugsweise als erstes den Eukalyptus einarbeiten und dann halt nach und nach die weiteren Materialien. Müsst ihr nur vorsichtig arbeiten mit der Heißklebepistole. Das ist nicht so prall, wenn man das auf seine Finger bekommt. So ist jetzt auch nicht schlimm, dass da was runtergetropft ist.
stecke ich jetzt hier mal hinein und halte das jetzt so lange fest, bis ich halt merke, das hält jetzt von ganz alleine. Noch mehr werde ich daran jetzt nicht dekorieren. Ja, und so sehen die Ballhortensien nach einer Woche trocknen aus. Die lagen jetzt hier wirklich nur in meiner Werkstatt und sind dann halt, ja, fröhlich vor sich eingetrocknet. Und ich werde jetzt auf die gleiche Art und Weise noch eine zweite Deko erstellen. Dann nehmen wir aber hier einen anderen Baumstamm. Da möchte ich dann mit 2 Kerzenhaltern arbeiten. Jetzt fehlen nur noch meine Kerzen und dann bin ich mit dieser Dekoration auch soweit fertig. Aber ich finde, das hier ist jetzt auch richtig süß geworden. Alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.